Dann lass uns einfach nochmal zu dem Augenblick gehen, in dem du gerade unten an der letzten Stufe angekommen bist, kurz vor deiner Tür, die in dein früheres Leben führt. Und schau sie dir einfach mal an. Schau mal, was du wahrnehmen kannst. Wie sieht diese Tür aus? Wie würdest du sie beschreiben? Was kannst du da für dich wahrnehmen? Sie ist weiß und glatt, glänzt und sie hat keinen Griff, sondern einen runden Türknauf zum Drehen. Okay, das machst du sehr gut. Der ist Gold. Mhm. Dann lass uns doch einfach mal gemeinsam diese Tür öffnen und gemeinsam in dein früheres Leben eintreten. Das Leben, das jetzt besonders wichtig für dich ist, das dein heutiges Leben erklärt. Und lass uns mal schauen, wo es uns hinführt, was du dort wahrnehmen kannst. Und lass uns einfach mal eintreten in die erste wichtige Situation in diesem Leben. Und nimm auch jetzt das, was ganz spontan in dir aufsteigen möchte. Ich laufe durch ein Schloss. Da ist dunkler Parkettboden. Der Flur ist lang. Die Türen sind auch dunkles Holz. Kannst du dort Menschen wahrnehmen? Vielleicht einfach von deinem Gefühl her, ob da noch welche anwesend sind oder ob du gerade alleine bist. Vielleicht hast du auch ein Gefühl davon, warum du gerade dort bist, was du dort machen möchtest. Ja, ich möchte die Flügeltür öffnen und zu den Kindern reingehen. Da spielen Kinder. Und wenn du das mal in dich hineinhorchst, hast du das Gefühl, warum du dahin gehst? Also hast du eher ein positives oder ein negatives Gefühl dabei? Hast du das Gefühl, dass diese Kinder emotional wichtig für dich sind? Ja, ich glaube, dass das meine Kinder sind. 5 ungefähr. 4, 5. Noch kleinere Kinder. Ja, also so zwischen 3 und 8 oder 9. Hast du das Gefühl, dass ein Kind dir oder mehrere Kinder, ob es da eine Seele gibt, die dir besonders nahe steht von den Kindern? Der Große ist ein Junge. Der sucht immer meine Nähe. Ja, der möchte auch immer gerne die Hand halten. Fühlt sich so ein bisschen verantwortlich für die kleineren Mädchen. Aber er muss nicht alleine die Kinder betreuen. Da ist noch eine Hofangestellte, eine Zofe.
Und wie geht es dir bei dem Gedanken daran, dass sie sich auch um die Kinder kümmert? Hast du da eher ein gutes Gefühl bei oder? Ja. Mhm. Kommt es so vor, als ob wir heute irgendwie uns richten müssen, weil wir irgendwie uns präsentieren müssen. Ich glaube, da wird von uns ein Gemälde erstellt. Wen meinst du, wenn du mit von uns sprichst? Meine ich mich und die Kinder. Es gibt auch einen Mann, aber der ist sehr machthaberisch. Dominant. Bisschen dominant. Er hat eine Uniform an. Würdest du die Uniform beschreiben? Kannst du sie wahrnehmen? Ja, vorne an der Brust so quer, so mit goldenen Knöpfen. Weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist kein Wrack, aber es sieht so aus. Mit Stiefeln und einer weißen Hose. Und was ist das? Ist das ein Schwert? Oder wie nennt man diese dünnen Schwerter? Degen. Es ist ein Degen. Oh, den trägt er mit Stolz. Ich kann damit nichts anfangen. Würdest du dein Verhältnis zu ihm beschreiben? Also distanziert. Und ja, ich habe das Gefühl, ich bin genau das Gegenteil von ihm. Inwiefern? Wie würdest du ihn beschreiben? Wie würdest du dich beschreiben? Ich empfinde Verantwortung für das Volk. Und er sieht nur sich. Sich und seine Uniform und sein Degen. Und wenn du ganz einmal in dich hineinspürst, welche Rolle spielt er in deinem Leben? Also würdest du sagen, dass er dein Ehemann ist oder dass er... Also wie steht er zu dir? Wie steht ihr zueinander? Welche Rolle hat er? Eigentlich müssten wir zueinander stehen, tun wir aber nicht. Also eher nicht. Es ist ein Nebeneinander. Ich weiß nicht, ich habe auch keine Emotionen irgendwie für ihn. Also keine wirkliche Bindung. Aber du würdest schon sagen, dass ihr verwandt seid? Oder dass ihr... Nein, er ist schon, also Schwester ist mein Mann. Aber ich habe auch noch jemanden, der an mir interessiert ist. Weiß er davon? Nein. Wie geht es dir damit? Würdest du sagen, dass das
für dich sehr erfüllend ist oder dass es doch irgendwie belastend wirkt, weil du ihm etwas verheimlichst? Oder wie siehst du sowas? Wie fühlst du dich dabei? Ja, man hat so gewisse Rollen auszufüllen. Ich könnte es mir ja gar nicht leisten, mich jemand anders zuzuwenden. Ich habe auch eine gewisse Position, die ich auch unbedingt brauche, um Einfluss zu haben, um Wogen zu glätten. Das ist eine Zeit, in der auch Kriege stattfinden. Und wenn du einmal in dich hineinhorchst und dich ganz auf dich konzentrierst, wer bist du? Was steigt da in dir auf? Vielleicht steigt spontan in dir ein Name auf. Oder Caroline. welche Rolle hast du? In welcher Position lebst du? Welche sind deine Umstände? Ich habe eine Robe an. Was bin ich denn? Wenn es nicht greifbar ist, dann ist es vielleicht nicht wichtig. Nimm nur das, was ganz spontan in dir aufsteigen möchte. Ja, jetzt kommt mein Bruder. Jetzt kommt mein Bruder rein. Der ist ja noch schlimmer wie mein Mann. Okay. Was passiert da in der Situation? Was nimmst du da wahr? Ego. Ego und falscher Stolz. Er hat sich irgendwie verlaufen. Also in seinen in dem, was er tut und plant, und er ist ein Stratege. Der wollte unbedingt, der will. Ich fühle auch Neid. Neid fühle ich bei ihm. Wem gegenüber? Mir und meinem Mann. Und wie fühlt sich das an für dich? Das zu wissen, hat er das mal geäußert oder ist es einfach ein Gefühl, das da ganz spontan in dir kommt oder eine Vermutung? Wie ist das für dich? Hat sich verändert. Das war am Anfang nicht so. Der ist erst so geworden. Wir haben uns eigentlich mal ganz gut verstanden. Und dann auf einmal kam dieses Macht haben wollen. Gibt es da eine Situation, die das ausgelöst hat in ihm? Ja, er hat ja erst Erfolg gehabt und seine Strategie durchgesetzt. Hat auch gewisses Ansehen dadurch bekommen. Und dann aber letztendlich doch wieder sich um sich selbst gedreht. Wenn du einmal ganz tief in dich hineinhorchst, ist da für dich greifbar, welche Position er hat, also welche Rolle er in der Gesellschaft spielt? Ist vielleicht ein Name greifbar oder eine Situation, die geschehen ist, die das erkennen lässt, welche Rolle er dort spielt? Wie andere Menschen ihn vielleicht sehen? Er hat hier die Hand in der Tasche, also in der Jacke.
hier so drin. Okay. Und ja, Napoleon. Und ist für dich greifbar, welche Zeit jetzt gerade geschrieben wird? Nur wenn ganz spontan was aufsteigt. 17. Ich glaube 17. Jahrhundert. Okay. Okay, das machst du ganz wunderbar. Und dann lass uns einfach mal weiterschauen. Lass uns einfach mal weitergehen zu dem nächsten wichtigen Augenblick in diesem Leben. Und wenn was greifbar wird, dann beschreib es einfach wieder. Da ist jemand, der mir wohlgesonnen ist. Ich glaube, der ist an mir interessiert. Sonst wäre er nicht so nett. Zu beschreiben, was das für ein Mensch ist? Auch jemand mit großem Einfluss. Aber vernünftig, er ist sehr vernünftig und ruhig im Geist und mit seinem Wesen auf dem Boden geblieben. Fürst von Metternich heißt der. Und wie stehst du zu ihm? Er ist, ja, ich finde ihn sehr nett, sehr, ja, großherzig. Würdest du sagen, dass dir das an deinem Mann fehlt? Ja, Diese Großherzigkeit? absolut. Keiner von beiden hat es. Weder mein Mann noch mein Bruder. Und wie trefft ihr euch gerade? Wie kannst du die Umgebung vielleicht etwas beschreiben, wo ihr euch befindet, was dort gerade geschieht? Ich bin gerade irgendwie auf dem Weg. Ich glaube, das war eine Einladung, zu einem Besuch zu kommen, und ich fahre jetzt in einer Kutsche. Bist du allein in der Kutsche oder ist da noch jemand? Nee, ich habe Kinder dabei, aber nicht alle. 2. Ist er ein Mädchen oder ein Junge? Junge und ein Mädchen. Und wenn du in dich hineinhorchst, was ist das für ein Besuch? Ist er dir emotional bedeutsam? Wie ist deine Stimmung? Freust du dich darauf? Oder weißt du, wo es genau hingeht? Warst du dort schon einmal? Das ist auch ein Schloss. Es geht auch zu einem Schloss, und das ist sehr weitläufig alles. Nee, da war ich noch. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich da schon mal war. Und wenn du an dir herunterschaust, kannst du deine Kleidung beschreiben? Bist du festlich vielleicht angezogen oder wie ist die Kleidung zu der Zeit? Was trägst du gerade? Oder die Kinder? Ja, festlich. Also ich habe rot-weiß an. Und die Kinder eher gediegen, also nicht so farbig. Wie würdest du das, was du trägst, beschreiben?
Also ein langes Kleid. Und ja, wie eine Robe. Also in der Mitte weiß. Hier so Rüschen. Bisschen Rüsch. Okay, das machst du halt sehr gut. Und lass uns einfach mal weiterschauen in den Augenblick, in dem du an der Burg ankommst und an dem Schloss. Also mal schauen, wie diese Situation sich weiterentwickelt, welchen Menschen du dort begegnest, wie sich der Tag dort, der Abend, der Augenblick, in dem du dort bist, gestaltet. Und auch mal schauen, wie du dich dort fühlst, wenn du dort bist. Das